Ja, hallo. Wir hier an der Berliner Hochschule für Technik, beziehungsweise bei uns genau im Labor für Geomedien, hier im Fachbereich 3, beschäftigen uns schon eine ganze Weile mit Virtual Reality Darstellungen. Wir haben so Landschaftsvisualisierungen, kommen aus der Kartografie auch ursprünglich. Alles mit Geovisualisierung ist bei uns angesiedelt. Und gerne im Zusammenhang mit der Fotogrammetrie agieren wir hier mit sehr detaillierten 3D-Modellen, die wir bisher in der Unreal Engine für Oculus Rift und HTC entwickelt haben. Und jetzt gehen wir eben auch den Schritt, das auf die Quest-Geräte autark zu bringen, nicht nur als Brille, die wir an den PC anschließen, sondern eben auch wirklich für sich stehend. Dabei habe ich diverse Tutorials mir jetzt schon angeschaut, wie denn so eine autarke App entwickelt wird. Und es gab immer wieder Probleme, dass dann manche Sachen nicht stimmig sind und wie das immer so ist. Es geht ja, entwickelt sich ja alles sehr schnell weiter. Aber die ganzen Erkenntnisse und die ich jetzt wirklich auch reproduzieren konnte, trage ich jetzt mal zusammen und wir können das alles mal durchgehen. In der Beschreibung gibt es alle Details auch nochmal in schriftlicher Form, sodass man auch auf Links klicken kann oder Kommandozeilen kopieren. Ja, ich gehe mal davon aus, dass alle die Oculus Quest 1 oder 2, also wir haben jetzt die 2, eventuelle Abweichungen, keine Ahnung, in die Kommentare damit, installiert haben, aufgesetzt haben und auch schon die Unreal Engine installiert haben. Im ersten Schritt werden wir die App für unser Smartphone installieren, also eine App für Oculus. Und darüber können dann diverse Geräteeinstellungen vorgenommen werden. Wenn wir uns im gleichen WLAN mit der Brille wie eben auch unser Smartphone befinden, dann werden wir das Gerät koppeln können, müssen das nochmal bestätigen und können dann in die Einstellung der Quest gehen, wo wir den Modus Entwicklermodus finden. Diesen werden wir nicht sofort aktivieren können, sondern wir müssen erstmal sagen, ja, wir wollen wirklich für diese Brille Apps entwickeln und kommen auf eine Webseite, wo wir erst eine Organisation anlegen oder einer beitreten müssen. Wir können uns da also irgendwas ausdenken, was wir jetzt entwickeln wollen oder vielleicht gehören wir ja auch zu einer Organisation. Und wenn wir das gemacht haben und bestätigt haben, dann wird es eben auch möglich sein, in diesem Menü den Entwicklermodus zu aktivieren. Wenn wir das gemacht haben, dann werden wir in der Quest selber plötzlich in den Systemeinstellungen unter System noch den Eintrag Entwicklermodus finden und dort gibt es jetzt den Button für die USB-Verbindung. Und den zu aktivieren, wenn er nicht schon aktiviert ist, führt dazu, dass wenn wir das USB-Kabel vom PC mit der Brille verbinden, der nicht nur einfach fragt, ob wir einen kleinen Datenaustausch erlauben möchten, sondern vielmehr, ob wir das USB-Debugging, also richtig erlauben wollen, dass der PC etwas auf der Brille verändert, etwas installiert. Und da gibt es dann nicht nur die Option, ja, das ist in Ordnung, sondern von diesem PC immer erlauben. Das kann man dann ruhig machen, damit er uns nicht jedes Mal danach fragt. Das ist also ganz wichtig, dass das zugelassen wird, sonst kann nichts installiert werden. So, jetzt werden wir noch zwei Programme installieren, einmal Android Studio und Visual Studio. Wir gehen auf die Developer Android.com Studio Seite und anders als in anderen Tutorials brauchen wir uns jetzt nicht irgendeine alte Version runterladen, sondern wir können uns ruhig die neueste runterladen. Es gibt dann noch einen kleinen Kniff, den wir machen müssen, damit das möglich ist, aber sonst immer mit den älteren Versionen, das führt auch irgendwann dann in eine Sackgasse. Also installieren wir uns einfach Android Studio in irgendeine schöne Adresse, wo wir rein wollen und dann akzeptieren wir natürlich auch die ganzen Lizenzen etc. Und nach einer Weile ist alles installiert und im Startbildschirm von Android Studio können wir über More Actions den SDK Manager aufrufen. Ja, und ab jetzt wird es spannend, weil da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Aussagen dazu, was man denn jetzt nun genau installieren muss. Ich habe mir als Hilfe die
Batch-Datei gesucht, die wir später ausführen sollen. Und zwar, wenn ich in meinem Fall unter Program Files, Epic Games meine Engine raussuche, das ist die Engine 5.0 irgendwas, und da in den Ordner Engine, Extras, Android, da finde ich die Setup Android.bat. Und da gibt es bestimmte Angaben, die dieses Batch-File sucht. Da sind die Plattformversion, die Build-Tools, CMake und NDK. Und jetzt würde ich hier sagen, okay, ich installiere genau diese Sachen. Bin ein wenig abgewichen, und zwar habe ich mir nicht Android 11, was der API-Level 30 wäre bei den Plattform-Tools, sondern ich habe mir Android 10 installiert, weil auf meiner Oculus Quest 2 Android 10 läuft. Ob das jetzt wirklich relevant ist, ich weiß es nicht. Man kann auch beides installieren. Es hat jedenfalls letztlich funktioniert. Dann unter SDK-Tools habe ich genau das genommen, was da steht. Version 30.0.3. Dann weiter die NDK-Tools 21.4 und so weiter. Und schließlich noch weiter unten erstmal das Android SDK Command Line Tool, da einfach das letzte verfügbare, und weiter unten die CMake-Version, genau die auch in der Batch-Datei steht. Noch weiter unten gibt es den Google USB-Driver, auch den habe ich installiert. Und wenn das alles ausgewählt wurde und ich bestätigt habe, dann werden hier die Änderungen angezeigt, die jetzt vorgenommen werden. Und alles, das dauert wirklich eine ganze Weile. Irgendwann ist das alles runtergeladen und installiert. Ja, als nächstes installieren wir uns Visual Studio Community Edition. Ganz wichtig, dass wir die installieren. Das ist die freie Version. Kann man einfach bei Microsoft herunterladen, installieren. Und auch hier kommen wir wieder zu einer Komponentenauswahl, was wir also alles noch danach installieren wollen. Und für unseren Zweck benötigen wir erstmal 4 Hauptkomponenten. Das ist die Net-Desktop-Entwicklung, dann die Desktop-Entwicklung mit C++, die Mobile-Entwicklung mit C++ und die Spieleentwicklung mit C++. Weiter oben unter einzelne Komponenten habe ich jetzt noch, was mir empfohlen wurde, diese 3 Net-Komponenten 5.0, 6.0 und Core 3.1 installiert. Inzwischen ist 5.0 out of support und vielleicht ist das auch gar nicht mehr nötig, vielleicht reicht auch das 6er, aber da es damals so betont wurde, dass man das installiert, habe ich es jetzt mal mit installiert. Vielleicht ist auch das nicht mehr notwendig. Kommentare dazu gerne unten notieren. Wenn das alles runtergeladen und installiert wurde, kann auch das abgeschlossen werden. Wir können gerne mal den Rechner wie empfohlen neu starten. Und dann öffnen wir unter Windows gibt es das PowerShell. Können wir einfach starten und da die folgende Zeile am besten Copy-Paste einfach einfügen. New Item, Repositories False. Die einmal ausführen, damit da diese Datei angelegt wird. Und dann können wir das PowerShell auch schon wieder schließen. Jetzt kommen wir zu dem Schritt, wo ich vorhin meinte, naja, wir können auch ruhig die neueste Android-Version, Android Studio-Version installieren, das passt schon. Wir müssen allerdings dann einen kleinen Kniff anwenden. Und zwar gehen wir in die Setup Android.bat, die da in diesem längeren Ordner versteckt ist unter der Unreal Engine, und da müssen wir eine kleine Änderung vornehmen. Recht weit unten befindet sich nämlich diese Zeile hier, SDK Manager, welches er da verwenden soll. Und da ist jetzt angegeben, dass er das unter Tools bin SDKManager.bat verwenden soll. Wenn es denn existiert, es existiert, aber es ist trotzdem nicht richtig. Er soll gefälligst das verwenden, was weiter unten steht, nämlich das Command-Line-Tool. Und wenn wir das einfach ersetzen, diese Zeile durch die untere, dann wird er das auf jeden Fall nutzen und das ist dann auch korrekt am Ende. So, die Batch-Datei jetzt einfach die veränderte speichern und dann einmal ausführen.
Und jetzt sollten eigentlich keine Fehlermeldungen kommen. Wenn doch, mal nach den Pfaden schauen, die er da aufruft, gucken, ob wirklich alles da ist, was er erwartet. An welcher Stelle findet er irgendwas nicht. Eventuell ist die Komponente nicht installiert oder wir haben irgendwas eben falsch angegeben, gerade in der Veränderung vielleicht. Da nochmal reinschauen. Es sollte hier mehrmals Success bzw. erfolgreich stehen und dann das Ganze beendet werden können. Im gleichen Ordner befindet sich dann die Update-Linker.bat. Auch die können wir einfach ausführen. Der will dann eine Datei ersetzen. Soll er ruhig mal machen. Hat bei mir im ersten Schritt nicht funktioniert, weil ich den letzten Kniff mit Android, mit der Setup-Datei nicht durchgeführt hatte. Als ich das korrigiert hatte, konnte ich dann hier auch die Update-Linker.batch-Datei ausführen. Ich schaue an der Stelle immer noch ganz gerne mal in die Systemumgebungsvariablen von Windows. Also einfach das alles eingeben oder unter Systemeigenschaften erweitert Umgebungsvariablen aufrufen und in dem Fenster sollten diese 4 Punkte Android Home, Java Home, NDK Root und NDK Root korrekt sein. Also A eingetragen und B einfach mal die Pfade überschauen, ob das richtig ist und da auch das korrekte NDK eingetragen ist. Auch hier gerne nochmal kurz den Rechner neu starten, um das alles wirksam werden zu lassen. Und dann können wir wirklich endlich mal Unreal starten, also über dem Epic Games Launcher starten ein neues Spiel mit dem Virtual Reality Assets. Den Starter Content habe ich mal ausgeschaltet, den brauchen wir nicht unbedingt. Und wenn wir dann in dem Projekt sind, können wir die Projekteinstellungen öffnen. Weiter unten unter Plattforms findet sich der Punkt Android und hier gibt es kleine Änderungen. Also ich habe jetzt als Target SDK Version 29 halt ausgewählt, weil das eben dem Android entspricht, was ich auf der Quest 2 installiert habe. Dann habe ich in meinem Fall Disable, Verify, OBB und First Start Update ausgewählt. Hat bei mir Sinn gemacht, muss aber auch nicht unbedingt sein. Mal so ein bisschen gucken, im Zweifelsfall, dass das hier dem übereinstimmt. Ganz unten wichtig, dass das Ganze konfiguriert sein soll für Android-Plattformen. Klickt mal einfach drauf, wird das Ganze grün. Das ist bestimmt korrekt so. So, dann weiter unten, also links wähle ich dann Android SDK aus. Und hier waren bei mir diese Pfade noch nicht eingetragen. Das sollte man also wirklich tun, dass da das Android SDK, der Hauptpfad, den wir halt wo die ganzen Daten installiert sind, das SDK, dass das ausgewählt ist. Dann das ganz konkrete NDK, was wir installiert haben und schließlich das JDK, das Java Developer Kit, dass das auch da ausgewählt ist, was sich unter Programme Android JDK befinden sollte. Der SDK-Level, da habe ich Match NDK, dass er also dem NDK entsprechen soll, ausgewählt oder reingeschrieben, konkret das Wort. Und der NDK API Level ist bei mir Android 21, also was der NDK Version 21.4 ist es ja bei mir, entspricht Android 21. Ja, wir können die Einstellungen schließen, vielleicht einfach nochmal abspeichern, das Projekt. Und schon können wir die erste App einfach bauen lassen. Dazu klicken wir auf den Knopf Plattforms, wählen Android und Package Project aus. Dann müssen wir einen Ordner angeben, wo das Ganze reingeht. Und das dauert jetzt richtig lange. Wenn nicht, dann gibt es eine Fehlermeldung und da muss man mal schauen, was da das Problem ist. Alle Komponenten nochmal durchgehen. An sich sollte jetzt aber hier immer wieder neue Statuszeilen reinpacken und wir sehen bei mir hier zum Beispiel gerade Remain 33 Packages out of Total von 473, also da hat er 473 Packages gepackt und das baut sich peu à peu ab und irgendwann ist das Ganze fertig und er müsste irgendwo dann schreiben am Ende Build
Successful Packaging Complete. Wir haben jetzt einen neuen Ordner also an diesem Pfad, den wir angegeben haben, Android ASTC, und dort finden wir auch eine Installationsdatei. Wir verbinden die Brille nochmal mit dem PC, bestätigen, dass Daten ausgetauscht werden können und falls wir es noch nicht gemacht haben, eben auch, dass der PC etwas installieren darf. Wir müssen uns also wirklich in diesem Entwicklungsmodus befinden. Und das können wir kontrollieren, indem wir jetzt in der Kommandozeile, wenn wir die einmal aufrufen unter Windows, egal in welchem Ordner wir uns befinden, sollte er jetzt das Kürzel ADB erkennen. Das ist die Austauschkomponente. Und wenn wir ADB Devices eingeben, müsste er genau ein Gerät mit einer kryptischen Nummer finden. Und jetzt wissen wir, okay, unsere Quest ist verbunden. Dann können wir die Installation auch einfach ausführen, die Batch-Datei, und die sollte relativ fix, da es noch ein kleines Projekt ist, durchlaufen und dann mit einem Installation Successful abschließen. Und da haben wir dann die App erfolgreich installiert. Und wir finden die in der Quest, wenn wir also da gehen, wo die ganzen Apps sind, gibt es oben rechts so die Auswahl für in einem Menü sowas für installierte Apps, nicht installierte Apps und ganz unten auch unbekannte Quellen, wo also diese ganzen externen Apps aufgeführt werden, und da ist die dann zu finden, die wir gerade installiert haben. Noch 2 Tipps an der Stelle. Also ich hatte zum Beispiel die Erfahrung mit sehr großen Projekten. Da war es dann so, dass eine extra OBB-Datei angelegt wurde, die also noch die großen Dateien enthält. Und die zu schreiben, auf die Quest zu kopieren, das hat irgendwie unglaublich lange immer gedauert. Also die hat einmal die Installation begonnen, hat die kleine APK-Datei, die kleine App installiert, die tauchte dann auch schon im Menü auf. Und war dann im nächsten Schritt soweit, die OBB rüber zu schieben, und das hat irgendwie immer nicht funktioniert. Und was dann der Trick war einfach mal, während der am Kopieren war, einfach schon mal in diese App, die noch nicht vollständig funktionsfähig war, aber einfach die mal zu starten. Dann wurde die aufgerufen, fehlerhaft aufgerufen, aber die noch laufende Installation wurde plötzlich fortgesetzt. Da scheinen also plötzlich Rechte freigeschaltet zu sein, wenn die App aufgerufen wird, und dann waren die Schreibrechte da und meine OBB-Datei konnte rüberkopiert werden. Das ging dann auch relativ fix. Und da bin ich dann aus der App wieder raus, nochmal ins Menü und die App zweimal aufgerufen, und am Ende funktionierte das Ganze auch. Also das ist ein Trick, den ich jetzt immer mal anwende. Und das zweite ist, ich habe bei mir eine kabellose Verbindung zu meiner Brille etabliert. Es gibt ja dieses Air-Link. Das gibt es einmal also als ein Link-Kabel, das ich also per starkem USB-C-Kabel mit sehr schnellen Verbindungen zum PC, also auch PC Oculus-Anwendungen auf der Brille ausführen kann. Das haben wir früher immer so gemacht. Und inzwischen gibt es auch die Airlink-Variante, dass ich also eine kabellose Verbindung zum PC habe. Dafür brauche es aber eine wirklich sehr gute WLAN-Verbindung. Also ich habe das hier so eingerichtet, dass ich einen Router, der 5 GHz WLAN-Netze unterstützt, am PC angeschlossen habe, also direkt am PC angeschlossen habe, und dann eben meine Brille auch mit diesem Router, der sich da neben dem Rechner befindet, verbunden habe im 5 GHz Netz, ganz wichtig. Wenn das ist, dann ist die Geschwindigkeit schnell genug für diese Link-Verbindung, diese Air-Link-Verbindung. Und dann können wir nämlich auch die Apps installieren über diese kabellose Verbindung. Und da gibt es 2 Schritte, die man machen muss. Also erstmal verbindet man die Brille wieder ganz normal per Kabel, startet mal ADB Devices, sieht, aha, ist vorhanden, und führt dann die Zeile ADB TCP/IP 5555 aus. Da wird so ein Modus gestartet. Dann kann ich das Kabel von der Brille entfernen, und wenn ich dann
die Verbindung ADB Connect und dann die IP, in der sich gerade, in dem WLAN, in dem sich gerade die Brille befindet, eingebe. Da wird dann die kabellose Verbindung hergestellt und bis ich jetzt den Rechner neu starte oder ähnliches, ist diese Verbindung etabliert und ich kann diese ganze Install einfach so ausführen und der findet das Gerät dann kabellos. Die korrekte IP findet ihr in den WLAN-Einstellungen der Brille. Ja, das war's eigentlich schon mit diesem Video. Ihr wisst jetzt also, wie ihr Android Studio, Visual Studio installiert, euer Unreal-Projekt richtig einrichtet. Bestimmt gerade an der Stelle wird es noch ein paar Kniffe geben, die ich vielleicht überflüssig gemacht habe oder ähnliches. Vielleicht sind manche Sachen noch ein bisschen einfacher. Ab damit in die Kommentare, nehme ich gerne auf. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein zweites Video. Aber es ist eben auch sehr anstrengend, jede Variante einmal durchzutesten. Da werden wir peu à peu besser mit. Und vielleicht ist die Dokumentation auch von der Google-Seite oder von der Unreal-Seite irgendwann mal ein bisschen besser, dass das irgendwie leichter zu finden ist. So, viel Spaß damit und ja, wir hören uns beim nächsten Video.